Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine interessante Tasche häkelt. Die Tasche besteht aus 3 Sechsecken und 2 Vierecken. Klar kann man auch andere Muster dafür benutzen. Es gibt ganz viele verschiedene im Internet, können Sie vielleicht andere nehmen. Und ich zeige euch, wie man das alles verbinden kann. Und wenn ihr anders häkelt hier, dann passen Sie auf, dass die Seite von Sechseck ist genau gleich dann wie die Seite von Viereck. So, Griffe kann man auch anders machen, zum Beispiel fertige aus Holz benutzen oder aus Leder, Kunstleder und so weiter. So, und ich zeige euch, wie man es häkeln kann. Da diese Tasche aus Baumwolle gehäkelt ist, die kann man auch bügeln, waschen, auch kein Problem. Die Abmessungen. In die Breite ist es 33 cm, in die Höhe 36 cm hier und inklusive Griffen ist 44 cm. So geht das auf und vielleicht diese Stelle noch messen, das ist 23 cm. Materialien, die ich dafür benutzt habe: 3 Knäuel von Krobeck Cotton Cord. Es ist 3 mm Schnur. In einem Knäuel ist 200 Gramm, 150 Meter. Also meine Tasche wiegt fast 400 Gramm. Das heißt, wenn ihr in eine Farbe häkelt, 2 Knäuel sollte ausreichend sein. Häkelnadel Nummer 5, Maschenmarkierer und auch passende Faden zum Nähen von diesen Garnenden. Fangen wir an. Als erstes häkeln wir 2 Quadraten. Abmessungen für mein Quadrat sind 16 x 16 cm. Es ist ganz leicht zu häkeln mit Stäbchen und Unterschied nur: in die Ecken häkelt man 2 Luftmaschen und alle anderen Stellen zwischen Stäbchen nur eine Luftmasche. Das müsst ihr beachten und fangen wir an. Eine Amigurumi-Ring und in diesem Ring als erste 3 Luftmaschen imitieren erste Stäbchen. In diesem Ring wird 12 Stäbchen gehäkelt, abwechselnd mit 2 Luftmaschen für die Ecken. Also schauen Sie hier 3 Stäbchen, dann die Ecke, 2 Luftmaschen, wieder 3 Stäbchen und wieder 2 Luftmaschen. So, erste ist fertig. Jetzt noch 2 drauflegen, rein, erstmal die 2 abhäkeln, dann die 2 und die dritte Stäbchen. Jetzt 2 Luftmaschen für die Ecke und wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Ecke und so weiter. Abwechseln immer mit 3 Stäbchen. Am Ende hier wird noch 2 Luftmaschen sein. So sieht das aus. Ziehen Sie dieses Endstück ein bisschen zusammen, damit diese Mitte sich schließt. So. Und jetzt verbinden wir. Ich kann euch 2 Varianten zeigen. Erste Variante: schauen Sie in die mittlere Stäbchen, hier oben 2 Faden. Ziehen Sie diese Schlaufe durch. So viel rausziehen, dass dieses Stück durchpasst. Und wieder zurückziehen. Es entsteht hier so ein Knoten.
Nun ist es verbunden. Und weiter häkelt man von der Ecke immer. Und wir sind in die Mitte. Das heißt, eine Kettmasche durchziehen hier und in die Ecke. Fertig. Und weiter kann man mit Stäbchen anfangen. Und Variante Nummer 2. Und aufzumachen, ziehen Sie das wieder zurück und in die andere Richtung. So, da habe ich ein Stück reingeraten. Die zweite Variante ist ganz leicht. Ich nehme den auch unter diese 2 Faden, einfach Kettmasche ziehen. Dann direkt in die nächste eine Kettmasche ziehen. Dann kommt man schon in die Ecke. So, geschafft. In die Ecke fängt man auch mit Stäbchen. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Man kann hier auch mit 3 Luftmaschen anfangen. Das imitiert erste Stäbchen. Oder man kann so eine machen. So, hier war eine Kettmasche. Ich fixiere die erstmal und ziehe ich so raus, ungefähr so groß wie dieses Stäbchen ist. Hier halten, einmal umwickeln, erstmal so abhäkeln und dann die 2 abhäkeln. Es sieht so ungefähr wie ein Stäbchen aus. So, dann häkeln wir die Ecke. Wie gesagt, erstmal 3 Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen in dieselbe Öffnung. Dann nächste Ecke, zwischen denen eine Luftmasche. Die nächste Ecke genau dasselbe, 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Oh, habe ich falsch gesagt, 2 Luftmaschen. So, jetzt 3 Stäbchen. Und nächste Ecke, eine Luftmasche. Und ich denke, ihr habt das verstanden und häkelt selbstständig weiter in jede Ecke und zwischen denen eine Luftmasche. Hier am Ende wird eine Luftmasche sein. Jetzt Verbindung, schauen Sie immer in die mittlere. Hier 2 Faden, eine Kettmasche durchziehen, dann die nächste und bis zur Ecke. So, ich fixiere direkt. So sieht das aus. Und wie vorher in die Ecke 3 Stäbchen, 2 Luftmasche, 3 Stäbchen. Das mal ziehen, umwickeln und die 2. Wenn Ecke fertig ist, dann eine Luftmasche und hier in diese Öffnung 3 Stäbchen häkelt man. Dann wieder eine Luftmasche und weiter mit der Ecke, genau wie vorher, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So. Ich denke, ihr habt das soweit verstanden und ich häkel es weiter, diese Reihe zu Ende. Also insgesamt habe ich 3 Reihen dann. 1, 2, 3. Genau wie hier. 1, 2, 3. Und danach wechsle ich die Farbe. Jetzt wechsle ich die Farbe
Garn abgeschnitten. Hier war letzte Luftmasche. Ziehe ich das raus und verbinde hier unter diese zwei Faden wie vorher. Durchziehen und auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. In die Masche rein. Und jetzt diese Endstück durch mehrere Maschen runterziehen. So bis hierhin und vernähen, damit das nicht mehr aufgeht. Fertig. So, ich nehme rosa Farbe. Einen Knoten habe ich gemacht und gehe direkt in die Ecke. Erstmal fixieren, eine Masche. So, ziehe ich raus und erste Stäbchen. Und weiter wie vorher noch 2 Reihen. Fünf Reihen sind fertig. Als letzte hier eine Luftmasche war. Jetzt abschließen. Faden durchziehen und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt. So, diese alle Endstücke bitte verstecken und vernähen. Und kontrollieren Sie auch Maschenanzahl. Die Seiten sollen gleiche Maschenanzahl haben. So, 2 Stück davon häkeln. Als nächstes häkeln wir 6 Ecken und davon braucht man 3 Stück. Ich habe auch dritte Farbe noch gehäkelt. Ihr könnt alles in Ihrer Lieblingsfarbe häkeln. Also es ist fast gleich wie Quadrat, nur hier sind 6 Ecken und anstatt 3 Stäbchen, hier sind immer 2 Stäbchen. Und zwischen denen ist genau dasselbe. Eine Luftmasche, nur in die Ecken sind 2 Luftmaschen. Okay, fangen wir an. Als erster Amigurumi-Ring und in diesem Ring sind 12 Stäbchen gehäkelt, abwechselnd für die Ecken. Hier sind 2 Luftmaschen. Amigurumi-Ring, 3 Luftmaschen für erste Stäbchen. Dann noch eine Stäbchen rein. Jetzt 2 Luftmaschen. Wieder 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und so weiter abwechseln, bis man 6 Ecken hat und 12 Stäbchen. Hier am Ende werden 2 Luftmaschen sein. Verbindung ist wie vorher, nur suchen Sie jetzt die zweite Stäbchen, hier diese 2 Faden. Eine Kettmasche und dann ist die Ecke schon da. So, jetzt häkelt man 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Weiter eine Luftmasche und kommt man in die andere Ecke. Das ist genau dasselbe. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und so wiederholt man jede Ecke und zwischen denen eine Luftmasche nicht vergessen. Am Ende hier wird eine Luftmasche sein. So sieht jetzt aus. 6 Ecken, wir sind in die Mitte.
zweite Stäbchen verbinden und bis zur Ecke kommen und so weiter. Man häkelt immer in die Ecken 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann eine Luftmasche und hier in dieser Öffnung 2 Stäbchen. Also es ist wirklich ähnlich wie Quadrat, nur mit 2 Stäbchen. Und ich werde auch Farben wechseln. Also hier in die Mitte 3 Reihen, dann 3 Reihen mit rosa Farbe und alle letzte Reihe mache ich mit lila Farben. Also insgesamt sind 7 Reihen. Bevor man alles verbindet, wer hat mit Baumwollgarn gehäkelt, rate ich, diese Teile zu bügeln. Da sieht man dann Unterschied. Gebügelte Teil ist ganz gerade und sieht ordentlich aus. Verbinden kann man mit Wollnadel alles vernähen oder mit Häkelnadel so eine schöne Verbindungsnaht häkeln. Wir brauchen Maschenmarkierer und zuerst legen Sie so erste Sechseck und die zweite Sechseck. Passen Sie auf, dass mit vorderer Seite mit Zopf nach außen liegt und 2 Vierecken. Mit Maschenmarkierer markieren Sie, verbinden Sie diese Luftmaschen. Also diese Luftmasche gehört zu dieser Seite und diese schon hier. Genau wie hier. Also erste Luftmasche von der Seite und die erste Luftmasche von der Seite. Man fängt hier an. Und passen Sie auf, bei meiner Quadrat ist 21 Maschen. Man fängt an zu zählen ab dieser Luftmasche und endet auch bei dieser gleichen Luftmasche auf die Seite. Und die andere Luftmasche gehört schon hier. Also inklusive diese markierte Maschen 21 Maschen. Bei dem Sechseck sind 22 Maschen. Es wird auch kein Problem geben. Wir häkeln die 2 Maschen hier zusammen. Also praktisch machen wir 2 so einmal Stechen in 2 Maschen. Also ich zeige euch noch. So, und ich verbinde es mit Häkelnadel. Ich fange hier oben an, gehe ich so runter bei dem Viereck, dann gehe ich nochmal so weiter runter und dann so erstmal so legen, wie es sein soll. So. Also wie gesagt, hier anfangen, so runter, dann hier, dann dreht man auf die andere Seite und häkelt man so weiter, bis man nach oben wieder kommt. Also legen Sie so alles zusammen, markieren Sie und kommt man wieder auf die Stelle, wo man angefangen hat. So, erstmal fangen wir hier an. Hier bei der ersten markierten Stelle ist erste Masche und versuchen Sie es regelmäßig zusammen zu verbinden. Das heißt, immer an die gleiche Teil als zuerst reinstechen. Hier oder hier. Die können Sie aussuchen, von welcher Seite Sie anfangen. So. Und die erste Masche, mache ich Maschenmarkierer weg. Ich gehe hier rein und dann direkt in diese Luftmasche rein. Und von unten Garn rausziehen. So. Dann in die nächste unter der eine Faden hier rein und dann hier und durchziehen und durch diese ziehen. So.
dann in die nächste. Dann, wie gesagt, hier sind mehr Maschen, deswegen müssen wir 2 zusammen häkeln. Irgendwo in die Mitte ungefähr. Ich gehe mal hier rein, dann hier in die eine und direkt in die nächste rein. So. Und ziehe ich durch das alles so raus. Und weiter wie vorher, jede einzelne Masche. Und dann am Ende passt es auch zusammen. Hier erste Luftmasche von der Seite und hier erste Luftmasche von der Seite. Und bis zu Ende hier. Jetzt kommt der nächste Teil, dieses Sechseck, und verbinde mir die Seite. Und so rum. Und weiter geht so runter. Und genau dasselbe hier, schauen Sie, 2 Luftmaschen. Eine Luftmasche von der Seite gehört hier hin und diese Luftmasche schon hier hin. Und passen Sie auf, wenn ihr verbindet, Stellen wo 6 Ecken sind, es sind genau dasselbe Maschenanzahl, brauchen Sie nicht 2 zusammen häkeln wie hier war. Und wenn ihr hier bei der Viereck sind mit 6 Eck zusammen, dann hier müssen 2 Maschen zusammen gehäkelt. So, dann gehe ich hier rein, diese Luftmasche, und hier bei dieser erste. Und durchziehen. Und so weiter bis zur Mitte. Und hier 2 von die Seite von Sechseck zusammen häkeln. Weiter verbindet man diese Stelle mit dieser Stelle vom gleichen Sechseck. Wer ein bisschen durcheinander ist, kann nicht so gut orientieren. Legen Sie die Tasche wieder so zusammen, wie es sein sollte. Also hier zweite in die Mitte knicken, hier Quadrat knicken und so legen Sie das zusammen. Dann sehen Sie direkt, also hier fertig, fertig, dann geht man auf die andere Seite. Hier kommt hier rein und hier rein. Wir machen auch das Verbinden und weiter geht's. Ich brauche das nicht zu verbinden, ich kann das auch so sehen. So, und geht hier lang. Genau, auch auf dieser Stelle 2 zusammen lila Farben. Nicht vergessen. So, geht man so rum und dann die letzte kommt man wieder hier hoch nach oben. So, in die erste da, die erste Luftmasche da. Und jetzt alle letzte Sechseck kommt ins Spiel. Und verbindet man hier nach oben. So, und dann diese Viereck ganz umgehäkelt wird. Und das schafft ihr alleine bis hierhin. Eine Viereck ist verbunden. Jetzt sind wir wieder auf die Stelle, wo Anfang war. Und häkeln wir nach oben bis zu dieser erste Luftmasche von der Seite. Und von hier häkeln wir dann einen Handgriff. So, schauen Sie, hier die allererste Luftmasche von der Seite. Einfach hier unter die 2 Faden eine Festmasche häkeln. Und weiter in jede Masche eine Festmasche häkeln. Letzte Masche war in die Luftmasche hier. Jetzt häkeln wir den Griff. Die Höhe können Sie selber bestimmen. Ich mache Luftmaschenkette aus 27 Luftmaschen. Einfach hier weiter anfangen. 1, 2, 3 und so weiter. 27 Mal.
Jetzt verbinden wir diese Luftmaschenkette mit erster Luftmasche von dieser Seite. Aufpassen, dass der gerade nicht umgedreht wird. Und hier unter die zwei Faden eine Kettmasche durchziehen. Einfach so verbinden. Fertig. So, jetzt müssen wir diesen Griff noch eine Reihe häkeln. Und das funktioniert, wenn wir wieder auf dieselbe Stelle hier kommen. Dafür machen Sie dieses so eine Schlaufe. Und damit das Knäuel durchpasst, einmal durchziehen und einen Knoten bilden. So. Jetzt diese Garn legen Sie so locker hier zurück. So. Und fangen Sie hier wieder bei der ersten Masche, also hier nicht bei dem diese Kette, sondern hier unter die zwei Faden. Erste einfach Masche häkeln. So. Nochmal überprüfen, ob das so nicht zu straff wird. Und häkeln wir jetzt unter der einen Faden hier bei diesem Zopf und nehmen wir direkt dieses Stück Faden hier zusammen und feste Masche häkeln. Dann in die nächste feste Masche und so weiter, bis man wieder am Ende ankommt. So sieht dann das aus. Und macht er bis hier, bis zu dieser Knote wieder. So sieht das aus. Jetzt muss man noch mit Festmaschen bis hier, bis diese Ecke kommen, wo wird die nächste Viereck verbunden sein. Hier. Also, schauen Sie, hier ist die letzte Masche, hier ist der Knote schon. Und genau in diese gleiche Stelle, wo Knote ist, diese Luftmasche war, häkeln Sie eine Festmasche rein. Und weiter geht's unter die zwei Faden in jede Masche bis zur letzten Luftmasche von dieser Seite. Und weiter verbindet man diese alle 4 Seiten vom Quadrat. So sieht dann das aus. Genau wie diese Seite. Fangt man hier an, geht so runter, hier und dann auf die andere Seite. Dann kommt man hier wieder nach oben, hier hin. Und wie man vermutet, weiter geht's mit Festmaschen bis hier hin nach oben. Und da häkelt man genau dasselbe wie auf die andere Seite. Genau dasselbe Griff. Hier bei der letzten Luftmasche anfangen, 27 Kettmaschen, dann zurück und wieder Reihe und man kommt bis hier wieder runter. So, ich hoffe, ihr macht das alles selbstständig und treffen wir uns wieder da. An dieser Stelle weiter kann man 3 Varianten machen. Erste, wenn es genug die Breite von dem Griff so lassen, einfach Garn abschneiden, abschließen. Variante Nummer 2. Man häkelt noch eine Reihe mit Festmaschen, der gesamte Rand wieder um, dann wird hier noch breiter sein. Oder Variante Nummer 3, das mache ich, einfach diese ganze Rand mit Kettmaschen umhäkeln. Es wird ein bisschen dann fester sein und den Griff auch nicht so weit auseinander gezogen mit der Zeit. Also hier
suchen Sie alle erste Masche von der Seite schon. Hier unter die 2 Faden ziehen Sie diese Schlaufe durch. Dann einfach weiter unter die 2 Faden Kettmasche ziehen und kickelt man nach oben. Hier oben bei dem Griff, diese Masche, gehen Sie einfach in die Mitte rein, unter den einen Faden durchziehen und dann weiter wie gewöhnlich hier unter die 2 Faden und dass man ganzen Griff so weit umhäkelt und auf die andere Seite, bis man wieder zurück hier an die Stelle ankommt. Hier am Ende bei allerletzter Masche, ich zeige euch, wie man einen sauberen Abschluss bekommt. Garn abschneiden, rausziehen und suchen Sie hier alle erste Kettmasche, eventuell mit einer dünneren Häkelnadel, reingreifen unter diese 2 Faden, das durchziehen und wieder zurückbringen, diese Ende auf die Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie so rum, suchen Sie es auf andere Seite. Hier und durchziehen. So, jetzt ist sauber abgeschlossen. Diese Ende auch runterziehen und vernähen hier. So, und jetzt noch der letzte Schritt. Hier ist offen und auf der anderen Seite ist auch dasselbe. Und ihr verbindet es auch mit gleicher Methode hier. Ist egal, von hier anfangen oder von hier in diese Richtung, wie es ist Ihnen lieber. So, schauen Sie hier diese eckige Masche. Ich gehe darin einen Faden, dann hier und da und ziehe ich erste Masche raus. So, dann weiter von der gleichen Stelle hier an der gleichen Seite hier und bis zu Ende von dieser Öffnung. Die Tasche ist fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Idee hat euch gefallen. Schreiben Sie mir in Kommentar vielleicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Ich werde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.